Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play zu Kirby und das vergessene Land auf der Nintendo Switch. Ich bin sehr aufgeregt, endlich mal in die Welt von Kirby einzutauchen. Für alle, die Kirby noch nicht kennen, er ist ein kleiner rosafarbener Held, der in der Lage ist, die Fähigkeiten von Gegnern zu absorbieren, indem er sie einfach verschlingt. Das klingt zwar vielleicht etwas merkwürdig, aber glaubt mir, es macht sehr viel Spaß. Kirby hat seine Fähigkeiten, es gibt die alten Bekannten, aber es kommen auch neue dazu. Außerdem gibt es Kopierfähigkeiten, die man upgraden kann und sowas wie eine Hub-Welt, in der es auch noch einiges zu entdecken gibt. Also, ich bin gespannt. Wir starten ein neues Spiel. Wilden Modus ist etwas herausfordernder und wilder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünzen als Belohnung. Let's go! So, da hat der Wirbelsturm doch glatt Kirby selbst aufgesaugt und in eine fremde Welt gespült, gezogen. Jetzt liegt er hier am Strand. Und ja, wir müssen uns erstmal orientieren. Grafisch ist das natürlich auch eines der Highlights, auch wenn es keine 60 Frames hat. Aber das macht ja eigentlich eher nichts. Okay, wir haben die Saugfähigkeit. Upp, da haben wir einen Stein. Können wir den auch verschlucken. Ups. Aber wir können ihn auch wieder ausspucken. Und da haben wir zum Beispiel eine dieser Sternmünzen. Also es gibt extrem viel in der Landschaft zu entdecken. Ist das eine Ananas oder irgendwie so eine... Oh. Eine Pflanze. So. Okay, wir können die Kamera auch sogar ein bisschen bewegen, nicht komplett frei. Eben, es ist so ein bisschen geführt. Aber dafür hast du halt, es ist kein 2D wie zum Beispiel damals noch die Nintendo 64-Version, die ja einfach nur so 2D im dreidimensionalen, nee, eben nicht im zweidimensionalen Raum war. Wo du hattest halt einfach weniger Bewegungsfreiheit. So, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Kirby haltet und was euer erstes Kirby-Spiel ist. Ich weiß noch, ich habe damals auf dem Game Boy einiges an Kirby gespielt. Aber fand das es ist ein bisschen befremdlich, wenn man es nicht kennt, finde ich. Auch die Gegner. So. Fähigkeiten haben wir aber noch keine zum Kopieren bekommen. Das ist eine KP, eine Health Bar. Wie sagt man denn? Die gibt uns auf jeden Fall Kraftpunkte zurück. So. Saug, saug, saug. Wie so ein kleiner Staubsauger. Eigentlich könnte ich meinen Saugroboter auch Kirby nennen. Okay, und da sind wir in der verlassenen Zivilisation. Wir saugen uns noch ein bisschen hier durch die Gegend. Also grafisch sehr gut. Richtig cool. Wirkt ein bisschen, oder erinnert mich auch an Last of Us. Nur, dass es keine Zombies gibt. Last of Us ist ja auch eine vergessene, verlassene Zivilisation.
Also nach der Apokalypse. Ist die Frage eben, ob Kirby jetzt nicht vielleicht sogar in der Menschenwelt gelandet ist. Er kann sogar ein bisschen kämpfen. Hier mit dem Schwert. Hat die Link-Mütze auf dem Kopf. Also wir haben jetzt gerade die erste Fähigkeit eingesogen. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Tja. Und ja, man könnte meinen, es ist die Menschenwelt nach, damals hätte ich gesagt nach Corona. Zum Glück ja nicht. Aber wer weiß. Man sollte nichts für selbstverständlich nehmen. Ich finde nur ein bisschen komisch, dass man das A und B würde ich gerne tauschen, ja. Springen und angreifen. Angreifen dann auf Y, ja, ist immer noch besser. Okay. Vorratsitem. Ja. Genau, habe ich es nicht gesagt. Springen. Ich bin jetzt Springen auf B einfach gewöhnt. Und schweben können wir auch noch. Nicht, dass mein Kopf jetzt davor ist. Ne, man sieht es hier gut. Und Power ablegen jetzt mit A. Gedrückt halten und einsaugen mit Y. Er schluckt automatisch in dem Fall. Und genau, kann man aber auch ändern, wenn man das möchte. Die 30 Frames sind doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Weil wir jetzt auch ganz viele Spiele hier auf dem Kanal mit 60 Frames gezockt haben. Aber meine Güte. Das tut aber dem Spiel Spaß gar keinen Abbruch. Und ich habe es tatsächlich noch nicht durchgespielt, seit es vor knapp einem Jahr erschienen ist. Ich habe es mal im Stream angezockt auf Twitch, aber das war es eigentlich auch schon. So. Hui. Können wir hier durch? Das wäre doch... Ups, wäre witzig. Aber ich glaube, ich weiß, jetzt kommt die erste Transformation. Eine der besonderen Transformationen in diesem Spiel. Boah, und guckt euch diese Grafik an. Wenn das jetzt Ingame-Grafik wäre, meine Güte. Aber naja, man darf träumen oder wünschen für zukünftige Nintendo-Spiele und Konsolen. Okay, Kirby verschlingt das ganze Auto. What? Und ist jetzt, er hat es nicht ganz verschluckt, aber er nimmt sich trotzdem dieser Fähigkeit an. Okay, wir sind jetzt ein Auto aus dem Weg. Oh, da haben wir auch noch Münzen. Also ich bin ja ein bisschen vorsichtig bei 100% Runs, wenn ich ein Spiel nicht kenne. Das heißt, wir machen eigentlich am liebsten erstmal normalen Spieldurchgang und entscheiden dann hinterher noch, ob sich 100% wirklich lohnen. Also ob ich Lust drauf habe und ob ihr auch Lust drauf habt. So. Okay, wir haben hier eine kurze Rennstrecke oder so. Es ist schon sehr spaßig. Doch. Ui. Und hier kann man nochmal rüberspringen. Aha. Und hier oben gibt es massiv Münzen. Ja, es macht schon extrem Laune, finde ich. Allein diese schöne Grafik zeigt halt doch, zu was die Switch fähig ist, wenn man es möchte. Oh. Nanu. Radioempfang. Kirby freut sich. Oh. Auf los geht's los, steht da. Eine neue Welt liegt vor dir, riesengroß. Kirby und das vergessene Land. Finde ich echt geil gemacht. Ein neues Traumland voll Freude und Spaß. In dem du kämpfst und mampfst und dich ausruhst im Gras.
Niemand, der dich bremst, Abenteuer zu bestehen. Der Himmel bricht auf. Es gibt so viel zu sehen. Fühl dich frei. Lass dich von deinem Herzen leiten und hab Spaß dabei. Frische Frühlingsbrise. Jedes Abenteuer angehen ist deine Devise. Neue Welt. Denn so heißt das Land, wo wir sind. Und entwickelt von Hell Laboratory und veröffentlicht von Nintendo. Und bei Hell werden sehr gute Erinnerungen wach. Nicht nur Super Smash Bros., sondern auch das erste Pokémon Snap zum Beispiel. Oh. Und der Plot spitzt sich zu, denn ich glaube, die Waddle Dees, die heißen sie, die wurden entführt und wir müssen sie retten. So, ausspucken bitte. Zack. Und da sind wir. Okay. Mal schauen, ob wir hier noch was finden, so ein bisschen. Bisschen die Stelle absuchen. Aber, nee, wir sind jetzt in der Hub-Welt. Das ist doch tatsächlich unsere... Ja, Oberwelt ist falsch. Oberwelt gibt es auch noch. Aber die Hub-Welt. Dachte ich. Jedenfalls sieht man hier, wie die Waddle Dees entführt werden von den bösen Schergen. Oh. Und ich glaube, da wird nach Kirby verlangt. Und wir müssen ein paar Geschöpfe retten. Oh oh. Okay, das ist... Ich weiß noch nicht, ob das Dorf ist, das wir dann aufbauen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal uns um die Gegner kümmern. Zum Glück haben wir hier unsere Fähigkeit und können die einfach wegbowlen. Bam! Und zack. Und das war's auch schon. Ja, wunderbar. So, jetzt befrei. Yay! Das ist das klassische Kirby-Jingle. Oh. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen, diesen Waddle Dees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Oh. Kirby hilft. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig. Dein Name ist also Kirby? Freut mich, ich bin Elfilin. Und meine Pronomen sind er und ihm. Hey Kirby! Oh, da kommt noch ein Waddle Dee. Oh, Teammodus mit 2 Spielern haben wir hier. Um das Abenteuer mit Spieler 2 in der Rolle des Waddle Dee Assistenten gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus im Pausenmenü. Gut, leider bin ich gerade hier allein, deswegen können wir keinen Koop machen. Ah, puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich würde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich springe gerne ein. Na dann. Aber wir hüpfen jetzt zur Weltkarte. Jetzt kommt die Hub-World nämlich, also die Oberwelt. Das meine ich mit Oberwelt hier. Naturebenen. Und alles da hinten, was so mit Wolken bedeckt ist, schalten wir dann später frei. Okay, urbane Graslande liegt vor uns. Und wir können sogar schon ein bisschen uns hier bewegen. Und hier ist dann zum Beispiel der Endboss für diesen Abschnitt.
Und es gibt aber noch so ein kleines Städtchen dann später, wo wir dann, was ich mit Hub. Ja, Hubwelt, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das ist die Levelauswahl und dann gibt es aber noch, hier gibt es auch versteckte Sachen, die dann auch ein bisschen schwierigere Herausforderungen bieten. Und was haben wir hier noch? Genau, Naturebenen 0 von 46 Waddle Dees. Also es gilt, die nämlich dann zu sammeln. Haben wir Bomben? Nee. Was kann ich denn tun? Möchtest du... Oh, zurück zur Waddle Dee Stadt. Ach, dann waren wir da schon. Warte mal. Also die lässt sich dann später aufbauen. Genau, jetzt ist sie nämlich in Trümmern und hier gibt es absolut nichts zu sehen bisher. Oder? Nee. Und hier wird sich dann noch einiges an Möglichkeiten uns bieten. So, dann ab ins erste Level, urbane Graslande. Das ist das erste Level. Es gibt 5 Missionen. 2 davon sind hier schon erwähnt. Schließe den Abschnitt ab, ist das Wichtigste. Aber es gibt auch noch 3 versteckte Waddle Dees und 3 weitere geheime, ich nenne es mal Achievements, aber es sind Mini-Herausforderungen oder auf jeden Fall Dinge, die wir auch noch in diesem Level dann tun können. Das würde dann auf die 100% einzahlen. Und wie gesagt, das schauen wir mal, wie wir da lustig sind. Also ich versuche am besten einfach das im ersten Durchgang schon so gut wie möglich zu machen. Aber alles werde ich natürlich auch nicht entdecken. So, wir legen mal diese Power ab und saugen mal... Ah ja. Kann man die Pilze hier irgendwie... Nee. Okay. Oh, eine große. Oh, bringe 5 Tulpen zum Blühen. Aha, okay, das ist also schon eine der To-Dos hier. So, tada. Wir sind jetzt Bumerangmeister. Damit kann man auch wunderbar Gras mähen. Sehr schön. Dann hat es hier kleine süße Häschen, die allerdings etwas, also nicht ganz ungefährlich sind. Na? Aber die können auch ein bisschen was einstecken. Also so einmal draufhauen ist nicht, dass die dann schon weg sind. Aber macht es halt auch ein bisschen interessanter. Ja, es ist nicht nur ein Kinderspiel, also ein ganz kleines Kinderspiel. Okay, manchmal hat es hier auch noch versteckte Sachen. So, okay, da ist ein Stück Torte, ein Stück Kuchen. Okay, hier ist der Eingang. Von der anderen Seite ran. Aha. Okay. Da ist nämlich schon die zweite Tulpe für uns. Und wir können uns vollstopfen. Boom. Automatenstopfer. Wir können springen und Dosen schießen. Ja. Also dafür, ich glaube, von diesen Sachen gibt es dann nachher noch eine ganze Menge weitere krasse Ideen, verrückte Sachen. Oh, und dann können wir sogar die Metallboxen kaputt machen. Sehr schön. Und wir sammeln neue Dosen auf, auch gut. Aha. Und da ist diese rote Münze noch. So, jetzt müssen wir hier durch das Tor durch. Ja, da kommen wir nämlich nicht lang. Das heißt, wir können das Tor öffnen, oder? Bam! Oh, zerstöre den Rollladen des Gebäudes. Okay, so, ausspucken. Jetzt hier mal hoch. Ich habe das Gefühl, da oben wartet ein Waddle Dee auf uns. Oder zumindest etwas anderes. Interessantes. Eine Kapsel. Aha. Okay, doch nicht. Okay. Das sieht jetzt aus wie ein Bossgegner, aber es ist keiner.
Der ist einfach nur sehr groß. Oder können wir den verschlucken? Ne, wir haben ihn jetzt besiegt. Bam. Okay, achso. Da sollten wir natürlich dann dran springen auf den Stern. Okay, so. In einem neuen Abschnitt sind wir gelandet. Und das klingt fast so. Es scheint so, als sollten wir mal die Fähigkeit wieder ändern. Zum Bombenzauberer. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. Bam. So, vorsichtig mit den Kanonen. Aber da wir die Kisten kaputt gemacht haben, kein Problem. Und wir können uns auch noch als Pylone verkleiden. Kegelstopfer. Mit einem Abwärtspiekser sogar. Also Stampfattacke würde ich das nennen. Bam. Ja, schön alles hier platt machen. Ob uns diese Risse hier etwas sagen wollen? Aha. So, 3 auf einmal. Und noch mehr Sternenmünzen. Hier war doch irgendwas verdeckt oder so. Weiß ich nicht. Da ist noch eine Tulpe. So, Tulpen Nummer 3. 3 von 5. Ah. Und jetzt können wir unter den Kanonenkugeln durch. Und was ist hier? Hier ist ein Leck. Aber es ist noch nicht Leck genug. Sehr gut. Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf den Balkon. Oh, noch eine versteckte Sache. Okay. So, hier wollen wir natürlich nicht durch. Wir wollen die Leiter hier hinauf. So, ausgespuckt. Und da ist ein Waddle-Dee gefangen. Ihn müssen wir befreien. Wir können uns jetzt aussuchen, was wir nehmen wollen. Wir nehmen die Bomben. Und da geht schon der nächste Kampf los. Oh, jetzt geht's richtig ab. Der Schwertgrobian. Na gut, da sind Nahkampfwaffen gefragt. Man von hinten angreifen, wenn er sein Schild rausholt. Falls wir gar keine Kraft haben, können wir eben auch diese Sterne dann einsaugen und wieder ausspucken. Hier. Und ihn dann genau auf ihn drauf schießen. Das ist auch so ein bekanntes Kirby-Manöver, was er tun kann. Bam, bam. Und das war's auch schon. So, jetzt gibt den Waddle-Dee frei. Bitteschön. Nanu. Achso, wir müssen noch ein bisschen nachtreten. Okay. So, Zelda Kirby. Oh. Rettet die versteckten Waddle-Dees. Einer von 3. Aha. Dann war das noch nicht das Ende des Levels. Nein, es geht weiter. Gut. So, hier haben wir sind wir ein bisschen zweigeteilt, links und rechts. Wir fangen mal rechts an. Au. Ah, und wir verlieren die Fähigkeit, wenn wir getroffen werden. Da müssen wir also ein bisschen aufpassen. So, jetzt. Jetzt habe ich dich. Okay, Zweikampf. Okay. Das füllt ja unsere Energie wieder auf. Okay.
vollstopfen. Aber eher zum Bewegen, oder? Bam. Versteckter Waddle Dee Nummer 2. Hallo, mein Freund. Okay. Oh, hier gibt es auch noch etwas. Aha. Noch mehr Münzen. So, jetzt können wir uns dem Hauptweg, dem Hauptweg widmen. Oh, was ist das? Eine Schnappschildkröte. Aber mit Straßenpanzerung. Oder Betonpanzer. Sehr modern, würde ich sagen. Okay. Tja, da müssen wir uns was überlegen. En garde. So, und zwar können wir das hier einfach durchschneiden. So, okay. Ich will immer noch so eine Stampfattacke auf Z machen. Und da ist der dritte Waddle Dee. Damit haben wir alle versteckten Waddle Dees auch gefunden. So versteckt waren sie ja gar nicht. Da ist noch Tulpe Nummer 4. Hoppala. Oh, die armen Hundis. Aber sie sind auf die falsche Seite gewechselt. In dieser neuen Welt. In diesem apokalyptischen Fiebertraum vielleicht. So, okay. Hier geht's hoch. Das wurde niemals fertiggestellt, das Gebäude. Oh, da ist die letzte Tulpe. Damit haben wir auch das geschafft. Gibt es da drinnen was? Können wir da irgendwie rein? Nee, ne? Das sieht nur so aus, denke ich. Okay. Oh, da ist der große Bruder. Oder die Oma. Ja, die ist, mit der ist nicht gut Kirschen essen, aber die isst die Kirschen mitsamt Steinen. Okay, hier muss auch noch bitte reinbeißen. Aha. Danke. Noch so eine Kapsel. Was gibt's denn da? So. Und bam. Da, oh, da sind die versteckten, nicht die versteckten 3, aber die 3 Waddle Dees in einem Käfig. Abschnitt abgeschlossen. So, die Missionen haben wir alle erfüllt. Und 315 Münzen gesammelt dabei. Also wir haben den Abschnitt abgeschlossen, 3 gerettet. Dann haben wir die 3 versteckten Waddle Dees gefunden. 5 Tulpen zum Blühen gebracht. Den Rollladen zerstört und über das heraussprudelnde Wasser auf den Balkon gelangt. Okay, und jetzt erfahren wir auch, was hier drin ist. Einmal Kirby, Serie 1. Einen Schalter, Serie 1. Und die Baukröte, okay. Der Panzer dieser Baukröte besteht ja aus einem Gebäude. Wer so aussieht, hat im Bestienreich bestimmt etwas zu melden. Sonnenbäder stehen bei ihr weit oben auf der Liste. Dafür klettert sie gern an hohe Orte und beansprucht das Gebiet für sich. Wie lange so eine Klettertour wohl dauert? Sehr gute Frage. Okay, da kriegen wir sogar ein bisschen noch Hintergrundgeschichte. Über die Welt. Und was ich so hier, was da so passiert ist. Wir haben sogar 9 von 9 gefunden. Sind ja keine Pokémon. Und die urbanen Graslande mit einem Sticker abgeschlossen. Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen. Okay. So, ich gehe nochmal zurück zur Waddle Dee Stadt und schaue, ob sich da schon was tut. Oder ob das erst später im
als Teil der Hauptstory passiert. Nein, schaut es euch an. Sie haben schon angefangen mit dem Wiederaufbau. Und je mehr wir an Waddle Dees finden und retten, desto mehr neue Gebäude und nützliche Ressourcen werden freigeschalten. Da haben wir zum Beispiel das Kino. Das Waddle Dee Kino wurde eröffnet. Sieh dir dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel auf der großen Leinwand an. Tja, und alles weitere kommt dann noch. Hier ist eine Maxi-Tomate für uns. Die brauchen wir aber im Moment nicht. Wir müssen uns ja nicht heilen. Und mal schauen. Dann gibt es hier nämlich auch noch ein bisschen was zu erkunden. Aber ich glaube da auch, dass... ja, dafür müssen wir noch ein paar mehr Gebäude haben. Wunderbar. So, das war's dann für den ersten Teil von Let's Play Kirby und das vergessene Land. Lasst gerne ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, was euer erstes Kirby ist, mit dem ihr in Berührung gekommen seid und auch vielleicht euer Lieblings-Kirby-Spiel. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann, euer Fabian. Ciao.